Willkommen zurück, ich bin Gordon und in dieser Folge seht ihr heute das Wiederladen und Testen von 8x57 IS mit dem 170 Grain schweren Hornady-Geschoss SP3235. Die S&B-Hülsen vom letzten Mal und wieder mit dem Vitavuri N140. In der letzten Folge zu diesem Kaliber hatte ich ja das leichte Spitzgeschoss SP3232 mit 150 Grain Gewicht getestet. Und das Ergebnis war mit knapp unter 0,5 MOA schon ziemlich brauchbar. Bevor es mit den Tests an die verschiedensten Vollmantelgeschosse geht, die hier auch noch warten, wollte ich nochmal dieses auch jagdlich interessante und etwas schwerere Teilmantel-Rundkopfgeschoss ausprobieren. Schauen wir mal, wie konsistent bei den Dingern Maß und Gewicht sind. Ja, ziemlich genau, 170, irgendwas, also 170,3 plus minus wahrscheinlich 0,2 oder so. Und die sind dann damit genauso gleichmäßig im Gewicht schon mal wie die anderen Hornady-Geschosse. Jo. Na, das reicht jetzt. Jetzt messen wir mal noch den Durchmesser. 8,2 mm ist Nennmaß. Perfekt. Länge. ,46. Ja, ziemlich gleichmäßig. Plus minus ein paar Hundertstel. Perfekt, super. So, jetzt noch die Hülsen. Die habe ich ja schon gemessen, aber jetzt nochmal für euch vor der Kamera. Mein Nennmaß ist 56,8 mm. Und das sind auch die Hülsen vom letzten Mal, also vom letzten Labrierungstest. Und die haben sich damit quasi nicht gelenkt. Das heißt auch, dass die Ladung nicht ganz so stark ist. Die Fabrikladung, die ich vorher verschossen habe, von den Originalpatronen, die haben dazu geführt, dass die Hülse sich schon ziemlich gelenkt hat. Das hängt übrigens damit zusammen, dass die Hülsen der Fabrikmunition natürlich auf das Normmaß geformt sind, damit sie in möglichst alle Patronenlager passen. Nun unterscheiden sich die Patronenlager natürlich minimal. Bei der einen Waffe ist mehr Platz und bei der anderen etwas weniger und beim Schuss bläht sich die Hülse durch den Druck dann auf, gliedert am Patronenlager an und federt dann minimal zurück. Je nachdem, wie viel Luft zwischen Hülsenschulter und Schulter im Patronenlager ist, verlängert sich die Hülse dann. Das passiert hier auch fast ausschließlich nur bei Flaschenhülsen, weil die Hülsenschulter quasi wie so ein Kolben in Längsrichtung bewegt wird und damit das Material streckt. Das ist übrigens das Trockenschmiermittel. Ich mache nur eine Hülsenhalskalibrierung. Von dem Trockenschmiermittel habt ihr ja vielleicht das Video schon gesehen. Funktioniert gut und macht schön schwarze Finger. Hier ist die Vorspannung ein bisschen stark noch. Das sind 12 Hundertstel gewesen. Zur Erinnerung, was ich hier mit Vorspannung bzw. Spannmaß meine, ist der im Verhältnis zum Geschoss geringere Innendurchmesser vom Hülsenmund. Messing ist in gewissem Maße elastisch, also federnd, und die Kraft, mit welcher der Hülsenmund das Geschoss festhält, beeinflusst auch den Druckaufbau bei der Zündung des Pulvers. Man strebt hier daher für eine gute Präzision und Wiederholbarkeit der Ladung eine möglichst gleichmäßige und immer gleiche Vorspannung an. Und ich gehe da nicht über 10 Hundertstel. Also
Eigentlich wäre es prima, wenn es so bei ungefähr 500 bis 800 liegt. Und das probiere ich dann aus, wie oft ich dann die Hülse über den Innenkalibrierer führen muss. In meinem Fall sind das zweimal, also ich führe dann die Hülse nochmal über den Innenkalibrierer. Den Fehler, den ich jetzt hier mache, ist, dass ich die Hülse dabei nicht drehe. Also normalerweise drehe ich die, das wieder mal so ein typisch, wenn man die Kamera anhat, dann verbockt man so ein paar Sachen. Von den Setzmatrizen habe ich ja die von RCBS und dann noch den von Redding. Und da habe ich mich gefragt, die beiden Setzstempel sind ja unterschiedlich. So, und dann wollte ich mal testen, inwieweit die Auflagefläche zum Setzen der Geschosse größer ist. Weil wenn die zu klein ist, dann hat man natürlich entsprechend Abdrücke auf den Geschossen und ich möchte eine Deformierung der Geschosse vermeiden. Nehme ich den Setzstempel zuerst aus der Redding mal raus. Also der hat ganz gut gepasst bei diesen Spitzgeschossen, Vollmantel. Man fühlt sich so ein bisschen locker an. So ein bisschen wackelig. Vermutlich die Fläche vielleicht doch etwas zu klein oder der Winkel falsch. So, das ist die Setzmatrize von Redding. Da lässt sich immerhin der Setzstempel hinten ein bisschen angenehmer rausschrauben. Und das macht schon einen ganz guten Eindruck. Also man fühlt es, dass das irgendwie so ein bisschen strammer oder wie auch immer besser passt. Und bei der Redding, da wackelt das so. Deutet nicht gerade auf eine größere Fläche hin, womit denn das Geschoss in die Hülse gedrückt wird. Und je kleiner die Fläche, umso größer ist die Gefahr, dass da natürlich dann irgendwie ein Abdruck auf dem Geschoss ist. Und irgendeine Deformierung möchte ich ja vermeiden. Also markiere ich mal. Ich markiere jetzt mal Geschosse, die beiden. So, und was ich dann mache meistens ist dann eben den Setzstempel nehmen und dann einfach mal drehen. Ansetzen und drehen. Und dann sieht man ungefähr, auf welcher Fläche dann der Setzstempel auf dem Geschoss aufsitzt. So, jetzt noch RCBS. Anmalen. Das ist so ein ganz normaler Permanentmarker. Und nochmal drehen. Na, das ist doch bloß eine Linie. Ja, also das gefällt mir so nicht. Ziemlich eindeutig. Also Redding hat hier dann den besser passenden Setzstempel. Nehmen wir Redding. Noch schnell die Zündhütchen setzen. Also interessant ist das nicht. Habt ihr schon tausendmal gesehen, deswegen im Schnellvorlauf. Und dann können wir auch gleich zum Pulverfüllen übergehen. Die Abstufung, für die ich mich hier entschieden habe, ist in 0,3er Schritten von 47,3 bis 48,5. Die Gesamtlänge beträgt 71,7 mm. Bei dieser Gesamtlänge wird dann die Hülse mithilfe der Matrize ganz leicht in diesen Lockring von diesen Hornady-Geschossen eingekrimmt. So, und damit das nicht ganz so langweilig wird, hier dann auch nochmal im Schnellvorlauf das Pulver füllen und dann können wir gleich zum Geschosssetzen übergehen. Also man kann ohne weiteres sagen, dass dieser Lockring oder Interlock, wie es Hornady nennt, schon eine ziemlich praktische Sache ist, weil er ja mehr oder weniger wirklich die Grenze aufzeigt, wo denn das Geschoss gesetzt werden muss, und der leichte Krimp, der geht auch ganz gut in diese Rille hinein und dann ist der Sitz ziemlich gleichmäßig und ja,
ist nichts zu wollen. Also die Vorgabe wäre jetzt hier für diese Patrone und dieses Geschoss 71,5 habe ich gelesen und das haut bei mir nicht ganz hin. Wenn ich an den Setzring oben ansetze, dann sind das 71,7 mm. Aber sicherlich gibt es da auch eine Toleranz. So, Patronen alle fertig. Ab zum Testen auf dem Schießstand. Die Entfernung ist wieder 100 Meter. Ich ziele über das Zielfernrohr und habe mir als Zielhilfe auf die Scheiben mittig so einen schwarzen Punkt geklebt.
Leute, das hat Laune gemacht. Das Ergebnis ist übrigens sehr interessant. Aber bevor es an die Auswertung geht, werfen wir nochmal einen Blick auf die Hülsen. Erstmal die Zündhütchen. Es sind hier keine Krater, um den Schlagbolzeneinschlag zu sehen. Zwar so ein leichtes Grissel an der Fläche vom alten Verschluss, aber das ist bei dem Alter der Waffe völlig in Ordnung. Überdruckzeichen sind auch keine vorhanden. Alles safe. So, jetzt zu den Ergebnissen. Ich habe hier mal die Gruppen auch geometrisch markiert, weil sie hier wirklich wie aus dem Lehrbuch das Schwingungsverhalten vom Lauf zeigen. Wer das Video zu den Laufschwingungen gesehen hat, weiß, was ich meine. Hier ist wunderbar zu sehen, dass die Schwingungen von einer geneigten Ellipse immer kleiner werden und dann in einen Kreis und schließlich in einen Punkt übergehen. Das zeigt hier auch, dass diese letzte geniale Ladung auch eine stabile Ladung ist. Die Geschosse sind einfach klasse, nicht nur zur Jagd, sondern auch für die Präzision. Bei einer Schussgruppe von 9 mm mit 48,5 Grain sind das 0,31 MOA. Kann ich einfach nur ziemlich begeistert sein. Klasse Ladung, super Geschoss. Falls ihr das Video zu den Laufschwingungen noch nicht gesehen habt, findet ihr einen Bildlink am Ende von diesem Video. Wenn alles klappt, seht ihr alsbald das Video von der 223 Remington Ladung mit den beiden schweren Geschossen in der RPK 74 bzw. Molot Wepper 1V. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst bitte nicht zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, so verpasst ihr kein neues Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.